Hallo ihr Homos und willkommen im schönsten Keller von ganz Osttirol. Und willkommen zu der zweiten Folge von Flums, Vorlesung aus dem Monotonus-Studio. Heute möchte ich euch wieder eine Geschichte vom Horst Evers vorlesen. Und zwar eine Geschichte aus seinem Buch «Wäre ich du, ich würde mich lieben». Und zwar ist das Geschichte das Konzept Berge. Und ich habe die Geschichte ein bisschen adaptiert oder angepasst. Die ganzen Anregungen, die habe ich in der Videobeschreibung erwähnt. Also falls euch das interessiert, könnt ihr das nachlesen. Jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall viel Vergnügen bei der Geschichte von Horst Evers auf Schweizerdeutsch. Das Konzept der Berg. Eines der faszinierendsten Landschaftsmodelle, mit denen man als gebürtiger Zürcher unterwegs so konfrontiert wird, ist natürlich das ganze Konzept der Berg. Eine ganz komische Sache. Besonders die verschiedenen Untergruppen, die es hier gibt. Zum Beispiel Kategorie Höhe Berg mit der Special Interest Kategorie Richtig Höhe Berg. Die richtig hohen Berg, die richtet sich an kein Massenpublikum, sondern sind innerhalb der routinierten Bergwanderer eher so eine Art Fetisch. Und genau so fühlt sich das auch an, wenn es einen unbeabsichtigt in die hohen Berg verschlägt. Als wäre man unversehens in eine Art gigantisches Freiluft-SM-Studio gestolpert. Was schnell passiert ist. Denn es wird wirklich erstaunlich oft in den Berg umgestolpert und verstolpert. Vor allem von deutschen und Zürcher Touristen. Auch von der Ausrüstung her gibt es hier klare Parallelen zum SM-Studio. Seil, Ketten, spitze Stöcke, ein sinnloses Geraffel und Wanderpeitschen ergänzen die bunt Funktionskleidung. Unzählige Schnüre laden zu neckischen Fesselspielen ein und sei es nur, wenn sie sich im Lift verheddern, womit der Adrenalinspiegel und Blutdruck von einem Bergsteiger in ungeahnte Höhe getrieben wird. Schon die ein oder andere Jacke, wo herrenlos im Liftsessel verheddert über den Berg gerumpelt wird, erinnert an unvergessliche Momente von grosser Panik, in denen sich jemand mit knallrotem Grind und angstgeweiteten Augen gerade noch rechtzeitig aus den festhängenden Kleidungsstück befreien hat können, bevor er sonst unfreiwillig wieder den ganzen Berg aufgeschleift worden wäre. Als ich das erste Mal im Val Müstair war, bin ich dann aber durchaus beeindruckt von diesen ganzen Berg. Das sind schon Oschis. Die kann man nicht so einfach ignorieren. Man sieht vor lauter Berg quasi gar keine Landschaft mehr. Außerdem haben die Berge eine Kraft in sich. Eine unheimliche und furchteinflößende Kraft. Als ich am nächsten Morgen aufgewacht bin, hat die Stimme in mir wahrhaftig gerufen: «Ufe muss ich! Ich muss ufe! Ufen auf den Berg! Ich muss ufe!» Also bin ich dann halt einmal ufe. Auf den Hausberg. Der fängt quasi schon im Ort an und wird dann schnell unglaublich steil. Also dermaßen steil, dass ich gerade gedacht habe: «Boah, ist der Berg steil!» Auch meine innere Stimme hat sich durch den Kontakt mit dem realen Berg jetzt ein bisschen geändert. Sie hat nicht mehr gesagt «Ufe, Ufe», sondern jetzt hat sie gesagt: «Du Mongo, du bist doch ein Trottel. Was machst du eigentlich, du Löli, du Behinderte?» Immerhin habe ich jetzt begriffen, wieso sich das Konzept Berg in Zürich nie so richtig durchgesetzt hat. Es macht überhaupt keinen Sinn, das Bergzeugs. Berg machen nur müde. Was soll das? Als Zürcher möchte ich mal festgestellt haben und anmerken, dass man auch ohne Berg müde werden kann. Aber hallo, und wie man das kann, das ist nur eine Frage von Disziplin und Willensstärke. Als ich dann mit rotem Grind und nass geschwitzt, mit einer Körperbeherrschung und Armut von einem Herdöpfelsack in der Sonne nach guten 2 Stunden eine Pause gemacht habe, stürmt ein älterer, aber rüstiger Bergbündner in unfassbarem Tempo an mir vorbei. Kurz vor meiner Höhe spricht er mich an. «Ma c'è bel di! C'è falela qua! Il Stanschel della Spaseiada!» Ich weiß bis heute nicht, was er gesagt hat. Aber ich glaube, er hat es gut gemeint. Darum habe ich geantwortet: «Ja, aber die sind auch recht hoch, die Berg. Richtig hoch und steil. Das meint man gar nicht. Leck sind die steil.» Darauf hat er dann auf Deutsch und durchaus freundlich geantwortet: «Ah, da müssen Sie einfach in der Nebensaison noch mal vorbeikommen. Ende Oktober. Da haben wir Zürcher Woche. Da machen wir den Berg nur halb so hoch.» Das war mal eine interessante Information. Das hätte mir ruhig mal jemand vorher sagen können. Auf jeden Fall, ich habe dann sofort umgedreht. So ist der Berg dann quasi auch nur noch halb so hoch gewesen.